Kürzlich begegnete mir in einem Paper diese PubMed-Suchstrategie, die wir heute miteinander etwas näher anschauen wollen. Genauer gesagt handelt es sich nur um einen Teil der Suchstrategie, nämlich denjenigen der Erkrankung. Positiv fällt einem gleich auf, dass die komplette Suchstrategie im Anhang vorhanden ist. Man kann sie also nachvollziehen. Sie enthält sowohl den Hauptbegriff Insomnia wie auch verschiedene Synonyme. Es wird angegeben, in welchen Feldern gesucht wurde, nämlich im Titel und im Abstract. Und das passende Medical Subject Heading wurde ebenfalls mitgesucht. Etwas unschön sind die 35 Klammernpaare, wo doch eine Klammer um alles herum gereicht hätte. Verwendet wurden auch redundante Suchbegriffe. Also wenn ich schon nach Insomnia suche, dann muss ich nicht noch nach Primary Insomnia oder Rebound Insomnia suchen. Das hilft mir dann auch nicht weiter. Dann wurde ein Suchbegriff mit einem Komma verwendet. Das funktioniert so auch nicht in PubMed. Und es wurden keine Wörter trunkiert. Also es wurde nicht zwischen Singular und Plural unterschieden oder zwischen Substantiv und Adjektiv. Mit Insomnia im Titel oder Abstract findet man etwas über 29.000 Artikel. Mit einem ersten Synonym sind es etwa 30 mehr. Dann aber mit Chronic Insomnia zu suchen ist sinnlos, da findet man wieder gleich viele Artikel wie zuvor. Als nächstes wurde nach der Abkürzung DIMS gesucht und damit findet man dann etwa 400 Artikel mehr. Nun steht die Abkürzung DIMS aber für verschiedene Begriffe. Also nicht nur für das, was vermutlich gesucht wurde, wie Difficulty in Initiating and Maintaining Sleep oder Disorders of Initiating and Maintaining Sleep, sondern eben auch für Defocus Incorporated Multiple Segments oder Driving Impairing Medicines oder Dual Imprinted Mixed Matrix Membrane und so weiter. Ich finde damit also einen Haufen irrelevante Artikel. Ich muss mir dann überlegen, ob es sich lohnt, die Abkürzung beizubehalten und in Kauf zu nehmen, dass ich viele irrelevante Artikel finde oder die Abkürzung wegzulassen. Als nächstes wurde nach Dysfunctions, Sleep Initiation gesucht. Das hat auch ein paar Treffer mehr gegeben, aber das ist natürlich nicht das, was PubMed dann wirklich macht, sondern wenn wir damit in die Advanced Search gehen, sehen wir, wie das übersetzt wurde. Also aus Dysfunctions, wurde Dysfunctional oder Dysfunctionals oder Dysfunctions und so weiter. Und dann wurde noch nach Sleep Initiation im Titel oder Abstract gesucht. Also wir sehen, der Begriff hier so macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Es geht dann weiter mit verschiedenen Synonymen, Dysomnia, Hyposomnia, die wieder jeweils ein paar Artikel mehr liefern. Dann Insomnia Disorder oder Primary Insomnia und so weiter, also wieder redundante Begriffe, da wir ja schon nach Insomnia gesucht haben. Dann kommt sowas wie Sleep Disorders, das liefert uns dann etwa 13.000 Artikel mehr. Sleep Initiation Dysfunctions, ein etwas umständlicher Begriff, der wahrscheinlich so nicht unbedingt im Titel stehen würde. Sleeplessness bringt noch ein paar Treffer mehr, aber leider wurde hier nicht nach Sleepless gesucht. Transient Insomnia bringt wieder nicht mehr Artikel, da wir Insomnia schon gesucht haben. Dann haben wir noch Wakefulness. Und am Ende haben wir noch das Mesh, Sleep Initiation and Maintenance Disorders. Das bringt uns nochmal etwa 4.500 Artikel mehr, als wir mit den einzelnen Suchwörtern schon hatten. Vielleicht habt ihr euch ja schon gewundert, woher hier diese Synonyme kommen, vor allem die redundanten Synonyme. Und wenn wir uns hier nun das Medical Subject Heading genauer anschauen, dann sehen wir, dass die Synonyme aus den Entry Terms kommen. Also Primary Insomnia, Transient Insomnia, Rebound Insomnia kommen alle hier vor. Und grundsätzlich ist es ja keine schlechte Idee, die Entry Terms nochmal genauer anzuschauen, was einem da noch fehlt, aber eben nichts Redundantes. Wenn ich Insomnia schon suche, dann reicht das. Nun wurden mit dem Medical Subject Heading ja über 4.000 zusätzliche Artikel gefunden, die ich mit den einzelnen Suchwörtern vorher nicht hatte. Und hier muss ich mir überlegen, wie kann das passieren? Woher kommt das? Und da kann ich in PubMed einfach die Suche ohne Medical Subject Heading von der mit dem Medical Subject Heading abziehen und dann sehe ich sozusagen die Differenz, also diese 4.000. Und wenn ich mir dann so ein paar Abstracts anschaue, dann sehe ich, welche Begriffe da drin vorkommen, nach welchen ich eben nicht gesucht habe. Also sowas wie Sleep Quality, Sleep Difficulties, Sleep Disturbances oder Mid-Sleep Awakenings waren bisher alle nicht in den Suchbegriffen vorhanden. Die würde ich jetzt noch mit aufnehmen. Und wenn ich das alles umsetze, könnte meine Suche nun also so aussehen. Ich suche nur nach Insomnia, aber keinen weiteren zusammengesetzten Begriffen mit Insomnia. Ich suche nach den Synonymen
Und dann suche ich noch irgendwas mit Schlaf, also Sleep und Disorder oder Dysfunction, Quality, Difficulty, Disturbance und so weiter. Und dann noch nach weiteren Begriffen wie Sleepless oder Sleeplessness, Wakeful, Wakefulness. Und dann am Ende noch eben nach dem Mesh. So komme ich nun allerdings auf etwas mehr als doppelt so viel Artikel als mit der ursprünglichen Suche. Da muss ich dann schauen, wie weit diese Anzahl Treffer reduziert wird, wenn ich die weiteren Konzepte der Suche hinzunehme. Also hier haben wir ja nur nach der Erkrankung gesucht, wenn wir dann zusätzlich noch nach der Behandlung suchen. Vor einiger Zeit hat PubMed einen weiteren Operator eingeführt, also nebst and or not noch so etwas wie in der Nähe von. Und zwar setzt man das folgendermaßen um. Man setzt die beiden Wörter, die man miteinander suchen möchte, in Anführungszeichen. Also hier Sleep und Quality. Und man sagt PubMed, dass man die im Titel oder im Abstract suchen möchte, mit maximal 5 Wörtern dazwischen. Das funktioniert so ganz gut. Leider funktioniert es dann nicht mehr, wenn man ein Wort trunkieren möchte. Also wenn ich Sleep Disorder oder Sleep Disorders oder Disordered Sleep suchen möchte, funktioniert das nicht mehr. Andere Datenbanken können das problemlos und wir hoffen, dass PubMed das irgendwann auch noch einführt. Ich hoffe, ihr habt nun ein paar Ideen bekommen, wie ihr eure eigenen Suchen in PubMed verbessern könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.